California ist das vielleicht beliebteste Doppelspiel, was es im Tennistraining gibt. Ein rasantes Auf und Ab von 4 Spielern, in der vor allem der Übergangsvolley und die Positionierung am Netz trainiert werden. Und damit ein herzliches Willkommen hier zu einem neuen Video auf Tennistraining-Online, zu einem neuen Drill-Time. Und ich habe schon California in allen verschiedensten Variationen gezeigt. 1 gegen 1, Aufschlag California, California mit 5 Spielern, California ohne Trainer anspielt. Und ich habe noch kein Video zum klassischen California gemacht und das möchte ich hiermit nachholen. Für alle, die das Spiel noch nicht kennen, hier die Spielregeln. Wir haben 2 Teams, hier unten ist Team 1, oben ist Team 2 und ganz am Anfang stehen alle 4 Spieler an der Grundlinie. In diesem Kick-Off-Ball entscheidet sich jetzt, welches Team nach vorne aufrücken darf. Denn es gibt eine Grundregel und die besagt, der Gewinner des Punktes darf nach vorne oder bleibt am Netz und der Verlierer des Punktes muss zurück und die anderen rücken nach vorne. Und hier ist jetzt das passiert, nämlich dass Team 1 aufrücken durfte. Basti hat den Volley verschlagen, deswegen darf jetzt Team 2 aufrücken. Hier verschlägt der Alex und deswegen rückt jetzt wieder Team 1 auf. Und ich halte jetzt hier mal kurz an, denn es gibt jetzt hier eine kleine Besonderheit. Es gibt ja jetzt 2 Möglichkeiten. Entweder spielt der Trainer die Netzspieler an oder der Trainer spielt die Grundlinienspieler an. Oder eben das Team, was gerade am Zurücklaufen ist. Hier hat jetzt der Basti die Volley-Aufgabe und Basti muss jetzt diesen ersten Volley immer länger als T-Linie spielen. Ihr könntet das in einer Variation auch aufheben, diese Regelung, allerdings finde ich es immer fair, das so zu spielen. Und Team 2 kann jetzt entweder den Ball annehmen, auch wenn er kürzer ist, oder eben auf eine Wiederholung bestehen. Jetzt gucken wir uns mal an, wo Bastis Ball hingeht. Der geht länger als T-Linie, der Punkt wird ausgespielt und Basti verschlägt den Ball hier, also muss Team 1 wieder zurücklaufen. Hier ist jetzt ein Ball reingerollt, deswegen wiederholen wir den Punkt. Aber wie gesagt, ihr könnt es entweder scharf spielen, dass wirklich jeder Volley, erste Volley auch länger als T-Linie sein muss. Oder ihr macht es so, wie ich es gerade gesagt habe, dass ihr freistellt den Spielern, den Ball anzunehmen oder eben nicht. Fehlt dir mal wieder die richtige Idee für dein Tennistraining? Dann habe ich etwas für dich. Jetzt werde ich hier nochmal gleich den Ballwechsel unterbrechen. Hier, genau, nämlich jetzt. Denn jetzt werden die Grundlinienspiele angespielt. Basti ist jetzt in dem Team, welches zurückgelaufen ist und wird von mir als ersten Ball angespielt. Basti darf jetzt keinen Lob auf den ersten Ball spielen. Das bedeutet, er muss einen Passierball spielen, einen flachen Ball, einen schnellen Ball, einen Kurz-Crossball, das ist völlig egal, aber er darf nicht über das aufrückende Team spielen. Das ist eben auch nochmal eine Sonderregelung und die ist auch sehr wichtig, denn wir wollen ja in dieser Übung eben das Netzspiel und die Übergangsvolleys trainieren und deswegen macht diese Regel dann absolut Sinn. Schauen wir mal, was er macht. Ja, er spielt jetzt hier den Fehler und deswegen darf Team 2 wieder am Netz bleiben. Gespielt werden 2 Gewinnsätze bis 11, ihr könnt es auch bis 15 spielen, oder einen langen Satz bis 21. Wenn jetzt beide Teams je einen Satz gewonnen haben, spiele ich immer einen langen Entscheidungssatz bis 21, wobei dann alle 10 Ballwechsel die Seiten gewechselt werden, denn macht ja schon einen Unterschied, ob man jetzt auf der einen oder auf der anderen Seite sich befindet. Hier hätte der Ballwechsel sofort unterbrochen werden müssen, wenn ein Ball ins Feld rollt. Das ist, denke ich mal, selbstverständlich und passiert hier in dem Spiel relativ häufig. Deswegen achtet auf die Sicherheit. Das ist wirklich ganz wichtig. Ihr könnt hier mehrere Variationen natürlich spielen. Ihr könntet sagen, dass auch die Angreifer einen Halbvolley spielen sollen oder einen Topspin-Volley. California ist wirklich super, super flexibel und macht den Spielern eine Menge Spaß. Ich erinnere mich an meine Jugendzeit, da wurde immer nur laut geschrien, California, California, California. Aber naja, gut, das Tennistraining besteht natürlich auch noch aus was anderem, aber es ist schon ein sehr, sehr schönes und spaßiges Spiel.
Solltet ihr noch weitere Übungen wie California suchen, dann schaut euch doch mal King of the Court oder Himmel und Hölle genannt an. Das auch habe ich für euch produziert. Findet ihr in der Videobeschreibung und jetzt hier in der Einblendung bei YouTube. Also, frohes Trainieren und wenn ihr Fragen, Kritik, Anregungen habt, dann lasst es mich wissen in den Kommentaren unter dem Video. Bis dahin, euer Martin, bis zum nächsten Mal.